und willkommen zu unserer neuen Lektion. Unser Thema heute sind die Nomen. Nomen ist ein grammatischer Begriff. Andere Wörter, die auch oft gleichbedeutend benutzt werden, sind Substantiv, das kenne ich vor allem aus dem Lateinunterricht, oder Namenwort, so haben wir die Nomen in der Grundschule immer genannt. Die deutsche Sprache umfasst ungefähr 300.000 bis 500.000 Wörter. Manchmal kommen neue Wörter dazu, manchmal sterben alte Wörter aus. Auf jeden Fall sind es sehr, sehr viele. Nun versuchen Wissenschaftler, diese Wörter zu ordnen und Gruppen zu bilden. Denn auch Wörter haben unterschiedliche Eigenschaften. Es gibt einige große Wortgruppen, die wir hier gemeinsam kennenlernen, denn es wird dir helfen, die deutsche Sprache zu erlernen, wenn du diese Gruppen und ihre Eigenschaften kennst. Eine solche Wortart sind die Nomen. Und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Wir kennen auch schon einige aus den vorigen Lektionen. Der Vater, das Bett, die Frau, das Regal, die Mutter, der Junge, das Bild, der Sessel, das Sofa, das Foto, der Tisch, der Sohn, das Mädchen, die Lampe, die Tochter, der Fernseher, der Teppich und der Mann. Diese Wörter sind alles Nomen. Aber warum sind es Nomen? Was ist ein Nomen? Zusammen mit den Wörtern haben wir auch schon zwei wichtige Eigenschaften der Nomen kennengelernt. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass diese Wörter Artikel haben. Der, die und das. Das Wort Vater hat etwa den Artikel der. Das Wort Lampe den Artikel die. Und das Wort Sofa den Artikel das. Und dann haben wir auch schon von den unbestimmten Artikeln ein, eine, ein gehört. Abhängig vom Artikel des Nomens ist auch das Geschlecht, das Genus des Nomens festgelegt. Wir erinnern uns an die Begriffe maskulin für alle Wörter mit dem Artikel der, feminin für alle Wörter mit dem Artikel die und neutrum für alle Wörter mit dem Artikel das. Und nun noch etwas Neues. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, wir schreiben Nomen im Deutschen immer groß. Ich habe das hier einmal ein bisschen übertrieben. Wir sehen die Anfangsbuchstaben des Wortes groß geschrieben. Für viele Lerner ist das eine Herausforderung, da die meisten Sprachen ihre Wörter überwiegend klein schreiben oder gar keine Groß- und Kleinschreibung kennen. Es ist eine Besonderheit des Deutschen, die auch den deutschen Schulkindern viele Probleme bereitet. Wir sollten daher versuchen, schon beim Erlernen der neuen Wörter immer auf die Großschreibung zu achten. So kann sich unser Gehirn gleich das richtige Bild einprägen. Die nächste Besonderheit von Nomen ist die Eigenschaft, dass wir Nomen zählen können. Es gibt entweder einen Mann oder mehrere davon. Eine Lampe
oder ganz viele. Ein Sofa oder mehrere Sofas. Wenn also etwas nur einmal vorkommt, dann nennen wir das Singular oder Einzahl. Kommt etwas mehrfach vor, dann nennen wir das Plural oder Mehrzahl. Wer genau aufgepasst hat, der hat jetzt schon etwas gehört. Ein Mann, viele Männer. Eine Lampe, viele Lampen. Ein Sofa, viele Sofas. Oder der Sohn, die Söhne. Das Regal, die Regale. Das Mädchen, die Mädchen. Der Teppich, die Teppiche. Die Mutter, die Mütter. Wir sehen, dass sich die Wörter im Plural leicht verändern oder manchmal auch nicht. Und wenn sie sich verändern, dann auf ganz unterschiedliche Weise. So viele Besonderheiten. Wir sehen aber auch, dass der Artikel im Plural für alle Geschlechter die ist. Gott sei Dank. Zuletzt möchte ich euch noch erklären, was wir mit Nomen ausdrücken. Mit Nomen benennen wir zum Beispiel Menschen, Tiere oder Pflanzen. Zum Beispiel der Mann, die Frau, das Mädchen, die Tochter. Aber auch die Namen von Personen. Mein Name zum Beispiel ist Isabel. Oder der Name meiner Familie. Wir heißen Müller. Auch Tiere haben Namen. Es gibt Elefanten, Schlangen, Rehe, Hähne und so weiter. Oder die Pflanzen. Es gibt so viele davon und jede hat ihren eigenen Namen. Mit Nomen benennen wir also Lebewesen oder Dinge, die wir anfassen können oder sehen können. Es gibt aber auch Nomen, die abstrakter sind, die wir also nicht anfassen oder sehen können. Das sind zum Beispiel Gefühle oder Gedanken. Jedes Gefühl hat seinen Namen. Der Mut, die Liebe, die Freude, die Einsamkeit. Und unsere Gedankenwelt hat ebenso viele Wörter und Namen. Der Gedanke, die Information, die Addition, die Wissenschaft. Diese Wörter beschreiben also etwas, das wir nicht sehen oder anfassen können, und dennoch ist es da in unserem Denken. Was wir anfassen, sehen, fühlen oder denken können, das sind also Nomen. Fassen wir zusammen. Ein Nomen hat einen Artikel. Durch den Artikel wird das Genus des Nomens festgelegt. Nomen schreiben wir groß. Nomen können wir zählen und deshalb gibt es eine Singular- und Pluralform. Mit Nomen benennen wir alles, was wir anfassen, sehen, fühlen oder denken können. Was nützt uns das jetzt beim Erlernen der deutschen Sprache? Wenn wir Nomen lernen, dann sind folgende Dinge wichtig. Wir lernen das Wort immer zusammen mit dem Artikel und
der Pluralform. Bei den Vokabelkarten, die ich für euch zum Video anbiete, gebe ich die Nomen immer zusammen mit Artikel und Pluralform an. Am besten ist es, wenn ihr die Wörter einige Male schreibt. Achtet darauf, den Anfangsbuchstaben der Nomen immer groß zu schreiben. Wenn ihr so die neuen Wörter lernt, dann merkt sich euer Gehirn das Aussehen des Wortes und die Großschreibung der Nomen gelingt euch ohne Probleme. Jetzt habt ihr euch ein bisschen Entspannung verdient. In dieser Lektion gibt es keine neuen Vokabeln zu lernen. Nutzt die Zeit, um die Pluralformen und Artikel der vergangenen Lektionen zu wiederholen. Ich verlinke euch unter dem Video nochmal die Vokabelkarten dazu. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare zum Video schreiben oder mir eine Nachricht schicken. Im nächsten Video üben wir dann zusammen Nomen zu erkennen und üben Artikel und Pluralform. Ganz lieben Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und bis bald.